Hey Leute, ich bin's wieder, der Leo, und heute zeige ich euch, wie ich die Early Access von Temtem mit nur einem Starter durchgespielt habe. Es war so schwierig und man musste mit so viel taktischem Vermögen da rangehen, dass es so unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und vielen Dank an die ganzen Leute, die live dabei waren und zugeschaut haben und ja, mir Tipps gegeben haben und einfach auch zwischendrin gesagt haben, es ist wie ein Krimi. Es war sowas von spannend. Aber wie habe ich das Ganze geschafft? Und da möchte ich euch heute durchführen. Wir schauen uns natürlich nicht die kompletten, weil wie lange hat es gedauert? Knapp 24 Stunden oder sowas. Ich schneide das hier jetzt Ganze zusammen und dann analysiere ich, was ich an welchen Stellen gemacht habe. Es gab nämlich eine Stelle, wo ich wirklich gedacht habe, okay, nee, das war's. Das geht nicht. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Und dann haben wir es geschafft. Haha. Aber bevor wir loslegen, zu den Regeln. Ich meine, es ist ja, das sagt die ganze Challenge, ich darf das ganze Spiel nur mit einem Starter durchspielen. Am Anfang suche ich mir einen Starter aus und bei dem muss ich bleiben. Ich darf mit keinem anderen Temtem kämpfen. Es gibt allerdings zwei Ausnahmen. Am Anfang bekommt man auch Tuwai geschenkt. Das habe ich so lange im Team, bis ich zu einem PC komme. In der Zeit habe ich nicht mit Tuwai gekämpft, aber es war trotzdem in den Kämpfen dabei und ich habe es nur ausruhen lassen. Die zweite Stelle ist auf der dritten Insel, wo man ein komplettes Team geschenkt bekommt und auch keinen PC in der Nähe hat, um seinen Starter wiederzuholen und die anderen wegzutun. Das heißt, auch an der Stelle muss ich mit dem vollen Team kämpfen, das mir dort geschenkt wird. Ich darf mich natürlich heilen. Ohne Heilen, glaubt mir, ist es komplett unmöglich. Aber ich darf niemals mit anderen Spielern tauschen oder etwas geschenkt bekommen. Das sind die Regeln. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, dann hinterlasst doch gerne ein Abo oder schaut gerne mal bei Twitch vorbei und lasst uns über Temtem oder all die anderen Sachen reden. Würde mich sehr freuen. Also, let's go! Am Anfang ganz klar, ich habe es in meinem vorherigen Video schon gesagt, man muss sich einen Starter aussuchen. Aber welchen Starter nimmt man? Und ich habe mich für Smarsi entschieden, weil Smarsi hat nur zwei Schwächen und das ist Digital und Psycho. Und so oft kommt Digital und Psycho nicht vor. Das habe ich mir zumindest am Anfang gedacht. Wir werden noch sehen, wie auf der dritten Insel, naja, die Hölle losgeht. Und außerdem ist der Angriffswert von Smarsi sehr, sehr gut, im Gegensatz zu den anderen. Und ich möchte ja jedes Temtem, jedes gegnerische Temtem mit einem Schlag niedermachen. Das ist das, was ich machen muss. Wenn ich jedes Temtem mit einem Schlag niederkriege, dann schaffe ich das Spiel durchzuspielen. Also habe ich am Anfang Smarsi ausgewählt. Und dann natürlich den Kampf gegen Max am Anfang schön erstmal in den Sand gesetzt, aber das geht nicht anders. Und das ist das Schöne an den Max-Kämpfen. Man kann die Max-Kämpfe verlieren und die Story geht trotzdem weiter. Und Max ist einer der härtesten Gegner im ganzen Spiel. Vor allem mit seinem digitalen Temtem. Also bin ich sehr froh, dass ich die Kämpfe gegen Max nicht machen muss. Dachte ich. Dazu kommen wir noch. Dann bekomme ich Tuwai geschenkt und dann laufe ich mit Tuwai im Gepäck bis in die nächste Stadt, habe aber kein einziges Mal mit Tuwai gekämpft. Es war natürlich im Team. Ich kann nicht nur mit einem Temtem kämpfen, wenn ich zwei habe. Es ist dabei gewesen. Ich bin extra nochmal zurückgerannt, um zu gucken, ob in meinem Haus vielleicht ein PC ist. Aber nein, ich musste mit Tuwai im Team mich fortbewegen. Die Anfangskämpfe waren alle relativ easy. Ich meine, wenn man stirbt, passiert nicht sehr viel. Eigentlich quasi nach jedem Kampf geht man zurück und heilt sich. Und dann geht's weiter. Also es ist halt die ganze Zeit, vor allem der Anfang ist sehr gegrinde. Man muss die ganze Zeit sich zurückheilen gehen. Man muss die ganze Zeit leveln. In Brical de Mar konnte ich dann endlich mein Tuwai ablegen. Und ja, dann ging es erst richtig los. Nur noch ein Starter im Team. Wenn ich auf einen Trainer gestoßen bin, der etwas härter war, wo ich wirklich nicht weiterkam, blieb mir nichts anderes übrig, am Anfang einfach im Gras zu leveln ohne Ende, bis ich irgendwann diesen Trainer geschafft habe. Etwas, was ich übrigens bei diesem Run rausgefunden habe, ist, wenn man einmal gegen einen Trainer verliert, bekommt man Pansans abgezogen, die Währung, Geld abgezogen. Aber wenn man nochmal gegen diesen Trainer verliert, bekommt man kein Geld mehr abgezogen. Das heißt, man verliert einmal und danach kann man so oft probieren, verschiedenste Taktiken gegen den Gegner ausprobieren, bis man es irgendwann schafft und muss keine Angst haben, die ganze Zeit Geld zu verlieren. Trotzdem bin ich natürlich die ganze Zeit, sobald ich gewonnen habe irgendetwas, zurückgerannt und habe mir Salben gekauft. Salben.
So gut wie nichts anderes. Kein Duft, keine Rauchbombe, kein Beleber. Alle Beleber habe ich sofort verkauft natürlich, weil warum soll ich was beleben? Wenn ich tot bin, bin ich tot. Deswegen nur Salben. Und sobald es Salben Plus gab, nur noch Salben Plus. Ohne Ende. Und nach knapp 3 Stunden bin ich dann in Arisola angekommen. Das heißt, ihr seht schon, nur allein, um in die nördlichste Stadt auf der ersten Insel zu kommen, habe ich 3 Stunden gebraucht, weil ich zwischendrin mich zu Tode gelevelt habe, einfach um gewisse Gegner zu besiegen. Es waren immer wieder Gegner da, die haben mir das Leben zur Hölle gemacht, also trainieren, trainieren, trainieren. Das hatte einen großen Nachteil, den ich nicht bedacht hatte, da komme ich aber gleich zu. Ich habe mich dann natürlich sofort weiter in den Norden aufgemacht zu dem Turm, wo der erste Bosskampf stattfinden sollte. Und nun ja, auf dem Weg zum Turm waren schon wieder einige Gegner, die wirklich knallhart waren, knallhart. Und vor allem dann im Turm dachte ich mir, oh mein Gott, ich muss jetzt trainieren. Und dann habe ich nichts anderes gemacht, als im Turm, kurz davor ist ja ein Speicherpunkt, ich bin in den Turm gegangen. Das waren bis zu dem Moment die stärksten Temtem, und zwar Skunches, die kleinen süßen, diese Eichhörnchen, ihr wisst schon. Und habe mich an denen 4 Stunden lang tot trainiert. Aber so richtig. Denn ich wollte nicht den Turm weitermachen, bevor mein Smasi sich nicht zu Baboon entwickelt hat. Das heißt, ich musste um die 10 Level leveln. Und dabei ist natürlich etwas passiert, was ich nicht bedacht hatte, weil ich nicht so im Detail gedacht habe. Es gibt ja diesen wundervollen TV-Wert. Den Wert, der bestimmt... Das ist so komplex immer zu sagen. Der TV-Wert ist der Wert, der bestimmt bei einem Level-Up, um wie viel deine Stats steigen. Und natürlich will ich, dass der Angriffswert von Smasi bzw. Baboon am höchsten ist, damit ich alles bam 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 down machen kann. Leider hatte ich nicht bedacht, dass beim Kämpfen gegen Skunch mein Geschwindigkeitswert steigt. Somit hatte ich, nachdem ich dann endlich ein Baboon hatte mit Level 34, wir können es hier sehen, einen Geschwindigkeitswert bei den TVs von 300, über 300, und mein Angriff war immer noch auf 50. Mein Angriffswert ist zwar der einzige, der grün ist, mit 37 und 69 in dem Moment, wo ich einen Baboon hatte. Das heißt, der Angriffswert ist vielleicht nicht unbedingt schlecht, aber die Geschwindigkeit ist unglaublich krass. Und Geschwindigkeit ist wichtig. Das habe ich auch gelernt in dem Run. Geschwindigkeit ist unglaublich wichtig. Ihr müsst immer als erstes drankommen und dann sofort eine fette Attacke machen. Ich hätte gern auch einen höheren Angriffswert gehabt. Und das war mein großes Problem, was ich dann auf der 3. Insel spüren durfte, dass der Angriffswert von meinem Baboon nicht sehr gut war. Und das ist alles zurückzuführen auf die Stelle hier, wo ich extrem viel trainiert habe, aber leider mit Skunch. Ich hätte mit Genkis trainieren müssen. Genkis aber leider haben ein sehr, sehr geringes Level und es hätte 3-mal so lange gedauert, einen Baboon zu kriegen. Aber ich hätte diese Zeit investieren sollen, dann hätte ich auf der 3. Insel und auf der 2. wahrscheinlich auch viel, viel weniger Stress gehabt, weil mein Angriffswert wäre dann phänomenal gewesen. Aber hey, so habe ich die Challenge um einiges schwerer gemacht. Ich war zwar ein verdammt schnelles Äffchen, aber ein eher schwaches Äffchen. Als ich dann endlich mit Level 34 bzw. war ich dann 35 Baboon hatte, bin ich so ziemlich durch den Turm durchgerannt. All die Gegner drin hatten so um die 12, 15, 18 Level und ich war schon auf, 35. Ich habe alles platt gemacht. Alles, was kam mit einem Schlag, boom, tot, boom, tot. Trotzdem, und das ist das große Problem bei so einem Run, ich bin alleine, die anderen sind zu zweit. Wenn der Gegner 2 Temtem hat, werde ich auf jeden Fall Schaden nehmen. Und somit auch hier immer wieder zurückgerannt zum vorderen Heilpunkt. Immer wieder den Turm hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, die ganze Zeit. Bis ich dann endlich vor dem Boss stand. Und ab hier habe ich dann angefangen live zu streamen. Das heißt, wundert euch nicht, da gibt es jetzt immer ein bisschen Kommentare von mir zwischendurch, wie ich in dem Moment tatsächlich gefühlt habe und gelitten habe. Ja, und schon der erste Boss hatte ein Mental-Temtem, Hokus. Und dieses Hokus hat mir ein bisschen den Arsch heiß gemacht. Ja, ich weiß. Aber wenn ich jetzt sterbe, glaube ich, muss ich die davor nicht nochmal besiegen. So, Hokus ist bestimmt mental, ne? Das heißt, ich gehe auf Hokus zuerst, aber das macht jetzt überhaupt keinen Schaden wahrscheinlich. Come on, Kinnhaken, gib ihm. Aber zumindest 2-mal. 2-mal, dann kriege ich es weg. Jetzt bin ich aber... Lebe ich noch? Okay.
Aber es ging. Wir konnten es mit 2 Treffern downen. Ich musste den Kampf ungefähr 3-mal neu machen, bis ich komplett gewusst habe, was ich machen muss, bis ich eine Taktik gefunden habe. Und dann am Ende war ich der festen Überzeugung, gewonnen zu haben. Und nur noch Piggypick stand da und ich habe einfach voll auf Piggypick draufgehauen und habe nicht bedacht, dass meine Ausdauer leer ist. Und dann habe ich mich selbst umgebracht und ich hatte mich schon gefreut ohne Ende. Und jetzt kommt Piggypick. Wehe. Easy. Jetzt müsste bitte Piggypick einmal komplett weggehen. Ja, locker, das ist doch easy. Eine Salbe plus. Okay, eine Salbe plus musste ich verschwenden. Aber das war es wert, anders wäre es nicht gegangen. Jetzt nächste Challenge. Dojo-Leiterin. Dojo. Oh, ich bin wieder... ne. Ne. No. Ich hab nicht aufgepasst. Oh, ich hab mich so gefreut. 10 out of 10. Nani? Und auf einmal war ich wieder unten beim Heilpunkt, dachte mir, was ist denn jetzt passiert? Und ja, dann hat mein Chat mich ausgelacht. Und dann beim zweiten Mal locker easy, einfach ein bisschen aufgepasst und dann also erster Boss, nicht so schwer mit meinem fetten Baboon. Ja, und dann kam Sophia, die Dojo-Leiterin. Und ich sag mal so, der Weg zu Sophia war schwerer als Sophia selber. Nach dem zweiten Versuch habe ich Sophia einfach mal fertig gemacht. Es war gar kein Problem. Selbst Osierra war gar kein Problem. Es war alles kein Problem. Ich bin durch Sophia einfach durchgerannt. Soll ich lieber noch eine Salbe nehmen? Ich nehme lieber noch eine Salbe, die ich sowieso einsetzen muss. Und warte, dass ich meinen Kinnhaken wieder machen kann. Das ist halt blöd. Macht mich das, yes, nein. Also ich meine nein, aber yes, von wegen, ich hatte recht. Komm, jetzt. Tun sich jetzt nämlich sehr gut. Easy. Der ruht sich aus die ganze Zeit, weil er komplett überfordert ist. Jetzt machen wir hier einen kleinen Schwanzschlag drauf. Lass mich in Ruhe. Yes. Osierra, gone. Gone. Spasi. Ich bin nicht mehr unterkühlt. Baboon levelt erstmal auf. Und dann ging's weiter. Dann mussten wir nur schnell die ganze Quest-Stories machen und dann konnten wir auch schon losfliegen. Ich habe ganz, ganz viele Sachen übersprungen. Ich hätte natürlich noch in die Höhle gehen können und dort Trainer besiegen. Ich hätte das ganze Meer abfahren können und Trainer besiegen können, um meinen Baboon etwas aufzuleveln. Ich bin erstmal den Toten aus dem Weg gegangen quasi und habe geguckt, wie weit komme ich, ohne jetzt nochmal eine fette Training-Session einzulegen. Und relativ weit. Sehr, sehr weit sind wir gekommen. Ja, und dann den zweiten Dojo-Meister. Er war auch super easy. Einfach mit meiner puren Kraft draufgehauen. Nur auch hier hatte ich wieder eine Sache nicht beachtet. Taifu, das letzte Temtem, was da stand, hatte giftiger Abschied. Das heißt, wenn ich Taifu schlage, werde ich vergiftet. Und diese letzte Vergiftung hat mich dann meine letzten kleinen TP gekostet. Und somit durfte ich den Dojo-Meister nochmal machen. War aber kein Problem. Aber ganz schön lustig, dass ich schon wieder, weil ich nicht aufgepasst habe, Kampf eigentlich verloren hatte. Aber eigentlich hatte ich ihn gewonnen, aber egal. Naja, ich habe ihn nochmal gemacht. Ja, okay, er muss aussetzen. Easy, Schwanzschlag. Zweiter Dojo-Meister, gone, first try. Easy. Mega. Was? Ich habe schon wieder verloren. Warum habe ich denn jetzt schon wieder verloren? Was ist passiert? Was ist denn passiert? Ich habe nicht hingeguckt. Was ist passiert? Ich war vergiftet? Ich war nicht vergiftet. Hä, warum war ich vergiftet? Nice. First try. Wann war ich denn vergiftet? Ich habe extra geguckt. Ich habe doch extra geguckt, ob ich vergiftet bin. Das Vieh hatte giftiger Abschied. Das war's. Okay, das wusste ich nicht. Dann, ja, ging auf der zweiten Insel die Story eigentlich einfach so weiter. Ich habe die Uniform holen müssen, um mich in den Baum einzuschleichen. Und dann war ich im Baum drin und die Gegner waren alle kein großes Problem. Bis auf einmal dieser elendige Lieutenant kam, von dem ich eigentlich dachte die ganze Zeit, es ist eine Frau, aber es ist, glaube ich, ein Typ. Dieser Lieutenant hat mich, und leider im Nachhinein umsonst, 2 Stunden gekostet. Ich habe den nicht down gekriegt. Der hat nämlich kein Hokus, kein Hutschik, nein, ein Pokus
Und dieses Pokus hat mich sowas von gedownt. Zwar zum Glück nicht komplett die ganze Leiste, dann wäre es nämlich unmöglich gewesen, wenn es mich mit einem Angriff down gekriegt hätte, nicht, dann wäre es nicht möglich gewesen, aber trotzdem hat es mir unglaublich viel abgezogen, wie ihr hier sehen könnt. Ich mache jetzt einen Kinnhaken, mal schauen. Come on. Ich bin 15 Level stärker als du. Oh, das ist nicht mal die Hälfte. Tot. Okay, hier werden wir jetzt ein bisschen hängen, glaube ich. Oh nein. Und dann, dank einer lieben Zuschauerin, bin ich auf etwas gekommen, wo ich sowas von nicht dran gedacht habe. Warum auch immer nicht. Ich habe mir nochmal alle Attacken angeschaut, die Baboon kann. Da gab es eine Attacke, die herausgestochen ist und die hieß Hitze. Wenn Baboon Hitze macht, steigt der Angriff extrem. Also, ich war die ganze Zeit nur auf Taktik draufhauen. Und dann habe ich meine Taktik ab dem Zeitpunkt für den Rest des Spiels geändert auf, wenn ich nicht gewinne, dann buffe ich mich so unfassbar hoch, dass jedes Temtem, egal ob es ein Level 48 Tental ist oder Pokus, mit einem Schlag geht's down. Wenn ich nämlich 3-mal Hitze mache, bin ich so stark, dass du nicht mal siehst, wie die Leiste sich leert von dem Temtem. Sie ist einfach weg. Und das habe ich dann gemacht. Und schwuppdiwupp, der Lieutenant war ein Kinderspiel. Hitze. Ich schaue mich so oft, wie es nur geht. Ich mache so oft, wie es nur geht. Ist die Frage, geht es irgendwann nicht mehr? So wie ein Pokémon, dass es irgendwann sagt, du kannst nicht stärker werden? Oder zeigt es mir gar nicht an? Baboon ist nicht betroffen. Okay, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. 3-mal war das. Ich habe 3-mal Hitze gemacht. Mehr als 3-mal geht nicht. Okay, wir probieren mal Kinghaken auch. Kinnhaken. Ja, aber Tonikum hätte mich genauso umgebracht jetzt. Ah, ich habe Angst. Warum verschwende ich 2 Stunden lang, um mein Temtem ein Level zu steigern und dumme TVs zu leveln, wenn ich einfach Hitze einsetzen kann? 1-mal oder 2-mal reicht, ja. Muss man je nachdem, also wenn es geht, setze ich 3-mal ein, wenn ich die Zeit habe. Wenn ich die Zeit nicht habe, dann nur 1-mal, keine Ahnung. Easy, der Kampf ist immer mehr easy. Warum haben wir nicht daran gedacht? Keiner von euch, ich nicht. Wie wir da nicht dran gedacht haben, dass ich einfach meine Stats hochhauen kann im Kampf. Und die ganze Zeit, wir können... Leute, so einfach. Nein, es war so einfach. Ich bin so sauer. Ich bin so sauer auf mich. Und ab dem Zeitpunkt dachte ich mir, ab dem Zeitpunkt hatte ich so richtig Bock. Ab dem Zeitpunkt war so wirklich, mit dieser Technik, mit Hitze und dann angreifen, es wird ein Kinderspiel. Falsch gedacht. Falsch gedacht. Ja, und nach diesem Bosskampf ging es dann in den Vulkan und der Vulkan war eigentlich auch sehr einfach, jetzt wo wir die Taktik Hitze hatten. Der Bosskampf dann, vor dem hatten wir ein bisschen Angst, weil er hat ja die zweite Entwicklung von dem krassen Digital-Temtem Taktik aber weitergemacht. Einfach, bevor das digitale Temtem überhaupt kam, 3-mal Hitze gemacht und dann drauf und es war weg. Also ich war so richtig hyped auf diese geile Taktik mit Hitze, Angriff. Hört sich einfach an, es ist auch super einfach, aber nur so ging es dann. Sei weg mit einem Schlag. Leute, Daumen drücken. Bitte sei weg, sonst haben wir ein Problem. Ja, aber sowas von schnell. Hitze 3-mal einsetzen, du bist unbesiegbar. Nicht unbesiegbar, aber du machst alles tot. Wenn ich das nicht herausgefunden hätte, ist nicht schwer herauszufinden, aber wenn ich diese Taktik nicht gemacht hätte, wäre es ab dem Zeitpunkt nicht mehr möglich gewesen, diese Challenge weiterzumachen, weil jedes Mental-Temtem würde mich fast mit einem Schlag downen. Und ich war schon so gut wie maximales Level. Ja, und dann kam die dritte Dojo-Meisterin und die hatte das große Problem, dass sie ein Kinu hatte, auch ein Mental-Temtem. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann nämlich Level 48, das heißt, ich war Max-Level. Ich konnte an meinen Stats nichts mehr machen. Meine ganzen Stats waren final. Mit den Stats, mit denen ich jetzt rumgelaufen bin, mit denen musste ich leben. Ich konnte nicht wirklich mehr was an ihnen ändern. Auch wenn ich diese Taktik Hitze dann hatte, es war, wie ihr hier sehen könnt, an dem Kampf gegen die Dojo-Meisterin,
Es war immer, du musst immer so taktisch denken. Du musst immer 3 Schritte vorausdenken. Wann heilst du dich mit Salbe Plus? Wie viel Salben hast du noch? Weil du willst nicht unbedingt farmen. Willst du erstmal den Kampf taktisch verlieren, um zu gucken, was passiert? Wie stark, wie oft musst du dich heilen, damit der Gegner die Ausdauer verliert? Etc. etc. Ich habe nichts anderes gemacht, als die ganze Zeit im Kopf durchgerechnet, was wird passieren, wenn ich das jetzt mache, das oder das. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Aber nach 2, 3 Versuchen war die Dojo-Meisterin auch hinüber. Warte mal. Okay. Grandpa, weg. Ach Gott, dieses dumme Kernif ist nur nicht down gegangen wegen der Fähigkeit. Sonst wäre das auch down gegangen, so wie alle anderen. 2000. Congratulations! Danke, Wegui, danke, Wegui, danke. Auf dem Luftschiff dann gab es natürlich wieder einen kleinen Bosskampf mit der netten Dame, die wir auch auf dem Turm besiegt haben. Aber auch hier, I don't care. Ich habe es zwar probiert, aber nicht ernsthaft, weil wenn man den Kampf verliert, geht die Story einfach weiter. Man hätte wahrscheinlich einiges an Geld bekommen und verschiedene Sachen vielleicht, wenn man gewonnen hätte. Aber I don't care. Darum geht's nicht. Es geht darum, die Story durchzuspielen. Und wenn ich einen Kampf verlieren darf und die Story geht weiter, hey, nice. Und dann kam Insel 3. Und hier ist der Krimi dann so richtig in Fahrt gekommen. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass man nach dem Absturz, bis man bei der Stadt ist, und es ist ein verdammt langer Weg und sehr, sehr viele Trainer sind dazwischen, keine Möglichkeit hat zu kaufen. Ich hatte nur eine Handvoll von Salben Plus dabei. Mehr hatte ich nicht dabei. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass man nichts einkaufen kann. Ich habe im Laufe von Absturz bis zur Stadt 6.000, 7.000 verdient durch die ganzen Trainer und konnte es die ganze Zeit nicht ausgeben, weil es nichts zum Einkaufen gab. Und ich habe Salben gebraucht. Und das hatte ich dann ziemlich schnell gemerkt und ich war so, oh mein Gott, Leute, ich kann mich hier softlocken. Wenn ich jetzt hier alle meine Salben verliere, weil ich sie in Kämpfen einsetze und dann kommt ein Trainer, den ich nicht ohne Salben schaffe, dann war es das mit der Challenge. Stopp. Ich kann nicht woanders hinreisen, ich kann nicht Geld farmen. Selbst wenn ich Geld farmen könnte, ich könnte keine Salben kaufen. Ich hätte mich softlocken können. Ich hätte das Spiel nicht mehr weiterspielen können. Die Challenge zumindest. Ich hätte die Challenge nicht mehr weitermachen können. Ich hätte verloren. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich wirklich dachte, oh mein Gott, vielleicht schaffen wir diese Challenge nicht. Das heißt nicht, dass es schwer ist. Es ist super einfach zu schaffen. Hätte ich das vorher gewusst, was ich hätte wissen sollen, hätte ich mich davor zu Tode gefarmt und hätte einfach mal 30 Salben mitgebracht oder vor allem von Anfang an hätte ich meinen Baboon anders trainiert mit Genkis, dann wäre mein Angriffswert höher, dann hätte ich hier vielleicht jeden wirklich ohne Salben geschafft. Aber ab dann habe ich versucht, auf dieser dritten Insel am Anfang jeden Kampf zu schaffen, ohne eine Salbe einzusetzen, was sehr, sehr lange gedauert hat. Gone. Überlebe, Baboon. Überlebe. Nice. Oh nein, die Vergiftung war so... Ich lebe noch. Habe ich noch eine Temescence? Ich kann zurückgehen. Yes. Töte ich mich selber? Nein. Yes. Nein! Habe ich noch eine Temescence? Nein! Warum bin ich gerade vergiftet worden? Weil ich es berührt habe, ne? So close. Ich frage, ob wir es besser hinkriegen, aber ich glaube nicht. Aber viele Kämpfe und die Leute im Chat haben gesagt, das schaffst du nicht, du musst jetzt eine Salbe einsetzen. Ich so, doch, ich schaff das irgendwie. Es war einer der ersten Trainer und nach 20 Versuchen oder so habe ich ihn geschafft, ohne eine Salbe zu verschwenden. Komm, lebe. Zorn! Ha! Warum macht denn Tateru auf einmal jetzt andere Angriffe? Normalerweise kenne ich das. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben den Kampf geschafft ohne... Oh, Vorsicht. Ohne Heil-Item. Warum? Normalerweise kenne ich das, dass wenn man selber nichts verändert an der Taktik, verändert sich der Gegner auch nicht. Macht immer das Gleiche. Und ihr habt gesagt, du musst ein Heil-Item einsetzen. Nix da.
Und so habe ich das dann weiter probiert. Und dann gab es natürlich Trainer, wo ich sofort gemerkt habe, okay, ich muss jetzt eine Salbe einsetzen. Ich muss eine Salbe einsetzen. Verdammt. Ich habe eine Salbe eingesetzt und habe dann gewonnen. Das heißt, wenn ich eine Salbe eingesetzt habe, musste ich auch gewinnen. Weil sonst war das eine Riesenverschwendung. Und dann kam der Horrorgegner schlechthin. Und das war dieser Trainer, der hier steht, denn der hatte ein Adoroboros. Adoroboros ist eigentlich super knuffig und süß. Aber dieses Mental-Temtem hat mir die Hölle heiß gemacht. Ich zeige euch jetzt ganz viele Ausschnitte, wie Adoroboros mich gekillt hat. Und dann zeige ich euch den letzten Kampf zusammengeschnitten, dass es ein bisschen schneller geht. Wo ihr seht, wie ich diesen Kampf mit reiner Taktik gewonnen habe. Zum Glück, ey. Aber da dachten wir alle jetzt, okay, jetzt ist es soweit. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Oh, damn. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Nein, okay. Das kann ich vergessen mit Hitze. Schlechte Idee. Ouroboros. Beta-Ausbruch. Und tschüss. Es war echt nur dieser eine Kampf, der mich fertig gemacht hat. Und jetzt kommt der noch. Aber den schaffe ich auch. Ich muss nur sofort attackieren. Ich will nur kurz gucken, wie viel Ouroboros tatsächlich verliert. Wir müssen jetzt so lange alles analysieren, bis wir es irgendwann schaffen. Okay, es verliert tatsächlich alles, vollkommen richtig. Tut es sich auch ein bisschen selber weh? Ah, aha. Es hat sich ein bisschen selber wehgetan, das heißt, es bräuchte nur noch einen Angriff von mir wegen Hitze. Es hat sich ein bisschen selber wehgetan und es reicht. Zum Glück ist das Spiel so nett gewesen und hat 3 Top-Heilungen auf der Insel platziert, die der Chat mir netterweise gesagt hat, wo sie sind. Ich habe 3 Top-Heilungen somit, das heißt Heilungen, die mich komplett heilen. Ohne diese 3 Top-Heilungen wäre es nicht möglich gewesen und ich hätte diese Challenge nicht geschafft, weil eine Salbe Plus hat nicht ausgereicht. Eine Salbe Plus hat mich genauso viel geheilt, wie Adoroboros mir Schaden zugefügt hat. Das heißt, ich habe mich geheilt, er hat mir genauso viel wieder abgezogen. Und ich hatte nicht genug Salben, um das so lang zu machen, bis seine Ausdauer runter ist. Und er hatte auch noch ein zweites Temtem, was mich dann komplett down gemacht hat. Das heißt, ich brauchte diese 3 Top-Heilungen. Eine Top-Heilung hatte ich verschwendet, um herauszufinden, wie überhaupt der Kampf funktioniert. Und dann hatte ich nur noch 2 Top-Heilungen. Und ich wusste, wenn diese 2 Top-Heilungen weg sind, muss ich die Challenge hinschmeißen. Und dann kam der Kampf aller Kämpfe. Und ich habe genau diese 2 Top-Heilungen eingesetzt und habe es geschafft. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das geschafft habe. Es war der pure Krimi. Jetzt benutzt Kepaya Glut, das ist nicht gut. Wobei, doch, das ist gut, weil dann setzt es danach Hitze ein. Das ist gut. Leute, ich gehe jetzt auf die Vollen. Oh mein Gott. Es kann sein, dass ich mich komplett jetzt softlocke und das Spiel nicht mehr schaffen kann, wenn ich das hier jetzt versau. Ich gehe jetzt das Risiko ein, dass Kepaya Hitze macht. Top-Heilung auf Beboom. I did it. Es macht Glut, die Sau. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich lebe. Ich lebe. Es hat sich für Überlastung selber wehgetan. Ich habe Hitze. Jetzt die Frage. Killen wir Ouroboros? Oder heile ich mich nochmal komplett selber, weil ich habe Angst? Genau. Überleben wir einen Flammentornado? Überleben wir einen Flammentornado? Oder Glut? Heilen. Es bringt aber nur was. Nee, Mann, heilen. Nein. Safe heilen. Aber stell dir das mal vor, ich heile mich jetzt komplett und dann kommt Ouroboros mit der Attacke wieder. Wobei, vielleicht setzt Ouroboros aus. Ich outspeed alles. Keine Angst. Ich outspeede alles. Mein Speedwert ist das höchste. Also nehmen wir an, ich heile. Dann bin ich wieder voll. Dann kommt Ouroboros. Macht vielleicht nichts. Nein, der setzt vielleicht nicht aus. Vorhin hatten wir es. Der hat nicht ausgesetzt. Der hat sich volle Kanne selber wehgetan. Das sind hier Kamikaze. Das sind die Kamikaze-Temtem. Alle. Auf der 3. Insel. Nehmen wir an. Schlechtestes Szenario. Ouroboros greift mich an. Ich bin so down wie jetzt. Und dann kommt noch Kepaya mit einem Ding. Weil Kepaya hat darauf schon Glut gemacht. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Wenn Kepaya jetzt Hitze macht, bin ich so stinksauer.
Wenn Kepaya jetzt Hitze macht, anstatt mich anzugreifen, dann ist es so stark, dass es mich danach killt. Wenn es jetzt Hitze macht, dann muss ich jetzt angreifen. Aber ich kann nicht wissen, ob es Hitze macht. Es macht, glaube ich, eher Feuertornado, ne? Top-Heilung. Feuertornado. Das war viel. Hat sich vor Überlastung, das ist mir kacke. Ruht sich aus! Yes! Ich bin vergiftet, ich bin vergiftet. Kepaya ruht sich aus. Was jetzt? Kinnhaken? Kinnhaken. Kinnhaken. Bombe ist weg. Wegbomben, oder? Volle Kanne wegbomben. Kinnhaken. Ich habe genug Ausdauer. Ich überlebe die Vergiftung. Kepaya kann mir nichts tun. Kinnhaken. Oh Gott. Ah. Mein Herz. Easy. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Oh mein Gott. Und dann hatte ich diesen Gegner nach 2 Stunden endlich down. Es war so ein geiles Gefühl. Oh mein Gott. Danach habe ich mir wieder gedacht, jetzt schaffe ich es komplett einfach durch. Gar kein Problem. Falsch gedacht. Erstmal danach bis zur Stadt war es relativ okay. Die Kämpfe waren trotzdem hart. Ich hatte nicht genug Salben. Ich konnte immer noch keine Salben einkaufen. Das heißt, auch nach diesem harten Kampf gab es immer noch Kämpfe, die hart waren, die ich natürlich versucht habe, ohne Salbe zu schaffen. Ich musste Salben einsetzen. Es waren ein paar harte Kämpfe dabei, aber lang nicht so hart wie der eine gerade eben. Und dann habe ich es geschafft. Ich konnte meine unglaubliche Menge an Panzuns endlich eintauschen gegen ausschließlich Salben Plus. Leute, wenn ihr das probiert, nur Salben Plus kaufen. Ihr braucht nichts anderes. Wovon redest du? Ich möchte was kaufen. Lass mich Sachen kaufen. Lass mich Sachen kaufen. Lass mich deine Waren sehen. Salbe. Salbe Plus. Oh. 22, gar nicht so viel. Ja, und dann ging die Story weiter natürlich. Ihr wisst es, die es schon durchgespielt haben. Ich verliere meinen Starter. Ich bekomme ein Temtem-Team geschenkt. Wie schon vorhin bei den Regeln erklärt, das ist hier die zweite Ausnahme, wo ich nicht mit meinem Starter kämpfen kann ausschließlich. Also habe ich einfach mal die Gelegenheit genutzt, mich zurückgelehnt und einfach die ganze Zeit nur dumm rumgedrückt. Es war so einfach, ich habe mich mit dem Chat unterhalten, ich habe gar nicht mehr aufgepasst, ich habe einfach nur gekämpft. Und dann bin ich in die Stadt gekommen, habe meinen Smarsi, meinen Baboon wiederholen können. Also ab da ging es dann wieder weiter, nur ein einziges Starter, nur mein Starter für immer benutzen. Und dann ging es auch schon ins Dojo. Und der Weg zum Dojo ist wie immer sehr kompliziert, aber ich habe ihn hingekriegt. Die Kämpfe waren auch relativ okay alle, denn ich hatte jetzt 30 Salben. Und mit 30 Salben plus kann man viel herauszögern im Kampf. Und somit schwächen sich die anderen gegnerischen Temtem mit ihrer Ausdauer. Die Dojo-Meisterin war nicht besonders hart. 2 Versuche beim ersten Mal. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe es auf jeden Fall verkackt, weil ich gehe halt in alle Kämpfe rein und gucke taktisch und verliere erstmal und schaue, was passiert. Und dann, wenn ich weiß, wie ich den Kampf gewinne, dann mache ich's. Und da nach dem zweiten Versuch habe ich es dann geschafft. Sie hatte halt sau viele Kristall-Temtem, die mit einem Schlag sowas von weg sind. Wenn ich mit Kampf auf Kristall drauf haue, sind die einfach weg. Und dann, ja, dann ging die Story einfach weiter und ich musste diese ganzen Quests machen, hin und her laufen und habe halt versucht, wieder mein Surfbrett zu bekommen. Aber wir alle im Chat waren schon so, ey, nach dem Dojo-Kampf, du hast es so gut wie geschafft, gar kein Problem, du hast es jetzt quasi geschafft. Du kannst eigentlich schon aufhören, du hast es schon geschafft. Nee. Da kamen noch 2 Kämpfe. Der eine Kampf, nachdem wir unser Surfbrett dann hatten, war der Kampf gegen diesen Maskentypen oben auf der nördlichen Insel. Und das große Problem war, alle seine Temtem waren unfassbar stark. Ich habe es nur geschafft, indem ich alle meine 30 Salben aufgebraucht habe. Nur dadurch. Und selbst das war hart, weil die Kombo zwischen seinen Temtems oft so mies waren, dass ich trotz ständigem Heilen down gegangen bin, weil sie mir mehr Schaden zugefügt haben, als ich heilen konnte. Zum Glück habe ich dann irgendwann gesehen, dass ich das Item Presse habe. Presse kriegt man zum Glück im Laufe der Story und oh mein Gott,
Dadurch, dass man Presse ausgerüstet hat, heilt sich das Temtem durch Salben um einiges mehr. Das heißt, quasi jedes Mal, wenn ich eine Salbe eingesetzt habe, war ich komplett geheilt und nicht nur 70 TP. Und das hat es mir gerettet. Hätte ich die Presse nicht gefunden, hätte ich die Presse nicht gekriegt, wäre der Run hier vorbei gewesen, wäre die Challenge nicht geschafft. Weil dieser Typ hat mir mehr Schaden zugefügt, als ich mit einer normalen Salbe heilen konnte. Oh boy. Aber selbst mit war es sauschwer. Weil das Problem war, seine Temtem, die meisten, schneller waren als ich. Ich verstehe bis heute nicht warum. Es waren nicht die Eigenschaften von den Temtem. Sie waren Level 40, ich war 48. Ich war trainiert auf Geschwindigkeit. Ich verstehe nicht, warum die Temtem schneller waren als ich. Es wurde dadurch auch wieder richtig spannend am Ende, weil die waren schneller als ich. Das heißt, jedes Mal, wenn die eine Attacke gemacht haben, haben sie zuerst, und darauf war ich noch überhaupt nicht trainiert, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Bisher war ich immer im Kopf, ich mache die Attacke, dann kommt die Reaktion. Aber diesmal haben die einfach immer zuerst angegriffen und ich musste meine komplette Taktik ändern. Aber wir haben es dann irgendwann geschafft. Wenn Raikhan jetzt eine Attacke macht, warum auch immer, bin ich weg, weil ich habe noch ein Gift. Ruh dich aus. Heilen, heilen, heilen. Das wäre so geil, wenn es hier die letzte Salbe wäre. Heilen. Jetzt macht er einen Feuertornado. Genau. Wusste ich's doch. Okay, ein Haken muss reichen. Yes. Oh. Wie viel habe ich jetzt eingesetzt, Salben in der Runde? 12 oder so? Oh. Und dann kam nur noch Max. Und ich dachte mir ja geil, Max, kein Problem. Bei Max, wenn ich nicht gewinne, dann habe ich halt verloren. Die Story geht weiter. Das ist der einzige Kampf gegen Max, den man gewinnen muss. Oh no. Nein, 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 nein. Ich muss ihn besiegen. Ich habe ihn damals besiegt, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn besiegen muss. Oh. Max hat einfach miese Temtem. Und ich hatte alle meine Salben aufgebraucht bei dem Kampf davor. Alle Salben waren weg, 30 Salben rausgehauen und nur damit und mit der Presse habe ich den Kampf gewonnen. Also bin ich losgegangen und habe etwas Schreckliches gemacht, wo mein Chat aufgeschrien hat. Und es tat auch wirklich weh. Man findet im Laufe des Spiels 3 Items zum Brüten. Und zwar die 3 besten zum Brüten. Und die habe ich verkauft. Ich habe sie verkauft. Ich habe sie an einem normalen Shop verkauft und konnte mir so wieder 30 Salben holen. Und nur dank dieser 30 Salben konnte ich Max besiegen. Ich tue mir jetzt selber weh. Egal. Quasi First Try. Das vorhin zählt nicht. Das vorhin zählt nicht. Easy, 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 easy. 3000 gewonnen. Ja, und dann war es so ein bisschen, nachdem wir Max besiegt haben, es war auch wieder ein geiler Kampf. Aber der davor war schwer. Und der allerschwerste Kampf wird bleiben der Typ mit seinem Aderoboros. Dieses Aderoboros, dieser Kampf geht hoffentlich in die Geschichte von Temtem ein. Der war so abnormal. Ja, aber dann war es so, ach komm, wir haben es gleich. Und dann kam noch ein Trainer auf diesen dummen Hüpf-Insel-Hüpf-Dingern. Und dann kam noch ein Trainer, noch ein Doppeltrainer, noch ein Trainer. Aber sie waren alle machbar, dank Presse und Salbe sowieso. Und dann stand ich am Ende endlich vor Crema. Um genau zu sein, dauert es bis zum nächsten Temtem-Update. Danke fürs Spielen dieser Alpha. Das ist immer noch falsch, das ist eine Early Access, keine Alpha. Wir hoffen, du hattest Spaß und wir freuen uns auf dein Feedback. Mein Feedback ist, Leute, geiles Spiel. Ich hab's noch geiler gemacht. Ich hab das Spiel noch geiler gemacht. Es hat noch mehr Bock gemacht als davor. Ich fordere alle von euch heraus, das auch zu machen. Macht mega Spaß. Sucht euch einen anderen Starter. Macht es schneller als ich. Macht es besser als ich. Gar kein Problem. Kriegt ihr locker hin. Macht mega Spaß. Leute, es war mega geil. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich möchte behaupten, ich habe auf Reddit gefragt, ich habe auf Discord gefragt, bei Temtem, ob das schon mal jemand geschafft hat. Bisher konnte ich niemanden finden, der das geschafft hat.
die Early Access durchzuspielen mit nur einem einzigen Starter oder einem einzigen Temtem. Und somit würde ich jetzt mal so frech behaupten, ich bin bis jetzt der Einzige und Erste, der es geschafft hat, die Early Access durchzuspielen mit nur einem Starter, mit nur einem Temtem. Sehr erfolgreich. Und man kann jetzt natürlich noch tweaken und sagen, okay, am Anfang mit gegen Genki kämpfen und so einen Angriffswert hochkriegen, dann für die dritte Insel ganz, ganz viele Heil-Items mitnehmen und dann könnte man einen Speedrun draus machen und sagen, wie schnell ist das Ganze möglich. Ich habe ungefähr, aber ich habe mich nicht auf Geschwindigkeit konzentriert. Ich habe ungefähr 24 Stunden gebraucht, 24 Stunden Videomaterial habe ich hier vor mir. Wenn es einer von euch sehen möchte, ich schicke es gerne. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich schicke es gerne an die Person, die das Videomaterial sehen möchte. Ich challenge euch. Ich challenge euch alle, das zu machen. Es macht ultra viel Spaß. Macht es schneller als ich. Vielleicht findet ihr irgendwo eine Stelle, wo ihr sagt, nee, das kannst du besser machen, den Gegner kannst du umgehen. Hier kannst du Zeit sparen etc. Wird mich mega freuen, wenn ihr Ideen habt. Wird mich auch, wie gesagt, mega freuen, wenn ihr Ideen habt, was man noch alles für Challenges machen kann. Nicht nur in Temtem, ich mache auch Pokémon-Challenges, Breath of the Wild. Breath of the Wild durchspielen mit nur einem Stock habe ich in Planung. Pokémon Schwert und Schild durchspielen nur mit Metronom. Das wurde allerdings schon alles gemacht, weil die Spiele ja schon lange draußen sind. Aber trotzdem, für mich will ich das auf jeden Fall schaffen, weil es einfach lustig ist, sowas zu machen. Pokémon durchspielen nur mit einem Ditto. Und sowas mache ich eben auch auf diesem Channel. Das heißt, wenn ihr Bock habt, sowas zu sehen, wenn ich sowas hochlade, abonniert mich gerne hier auf YouTube oder schaut mir dabei immer gerne live zu, wenn ich live bin auf Twitch. Leute, es war ein Fest. Es hat so viel Spaß gemacht, diese Challenge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Zusammenfassung anzuschauen. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hab's geschafft. Tschö.